Ich bin Patrick Morgenthaler, bin die 5. Generation des Sägewerk Morgenthalers. Bin 1990 geboren, habe schon immer eigentlich an dem Grundstück gelebt. Ursprünglich mal nur auf der anderen Straßenseite, bis das Haus gebaut wurde. Und nach der Scheidung meiner Eltern dann auch 8 Jahre direkt in der Säge bei meinem Opa, bei meiner Oma aufgewachsen. Dadurch kommt auch die Verbundenheit zum Sägewerk selbst. Anfänglich war die Brücke eigentlich kaputt und wir wollten Schnittholz kaufen und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir Sägemaschinen haben und jetzt Schnittholz kaufen müssen. Ich versuchte es mit meinem Opa zusammen. Es war ca. 2008, wo ich das allererste Mal die Maschine laufen habe lassen. Da war sie dann 6, 7 Jahre schon komplett stillgestanden. Und habe eigentlich durch die Freude von meinem Opa und durch die Anerkennung der Arbeit dann so ein bisschen Emotionen reinpacken können und habe dann Stück für Stück so mir dabei gedacht, das wäre doch schade, wenn hier alles wirklich irgendwann stillsteht und nicht mehr geht. Und dann bin ich praktisch durch die Not der eigenen Brücke dazu gekommen, das erste Mal die Maschine wieder zu bedienen. Das ist eine Gattersäge von der Firma Link in Oberkirch, Baujahr 1922. Sie hat im kommenden April ihr 100-jähriges Firmenjubiläum. Wurde damals nicht neu gekauft von meinem Opa, sondern lief vorher in Mannheim und ist dann um 1960 oder so oder ein bisschen vorher mit dem Schiff von Mannheim nach Freistädt transportiert worden und wurde dann bei uns eingebaut. Man muss sie sehr pflegen, ganz klar, immer gut schmieren. Ich habe das Glück, dass der Hersteller 15 Kilometer von hier entfernt ist und dadurch auch noch Rentner gibt, die in ihren Arbeitszeiten in Deutschland unterwegs waren und solche Maschinen instand gesetzt haben. Die haben mir gesagt, auf was ich achten muss, wo man es besonders pflegen muss und habe dann auch dementsprechend die Öle angepasst, doch ein bisschen die Arbeitsweise auch minimal umgestellt im Vergleich zu dem, wie es mein Opa mir gezeigt hatte, weil er es halt auch nur wieder gezeigt bekommen hat und über die Jahre nie jetzt wirklich ein Techniker oder so von der Firma da war, weil das lief eigentlich immer, es ging nichts kaputt. Aber es ist halt richtige körperliche Arbeit auch, die Maschine zu richten, zu spannen. Also ich muss jede Säge, wo ich einspanne, mit einem Keil oben festschlagen, bis ich dann 1 bis 2 Tonnen Zugkraft ungefähr drauf habe. Ja, also es ist sehr, sehr viel Feingefühl bei dem alten Gatter gefragt. Man muss immer mit dem Ohr dabei sein. Also ich habe mir mal gesagt, solange ich laufen kann, muss das Gatter auch laufen können. Ich habe auch schon viele Sachen selber angepasst oder anpassen lassen und bin jetzt eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich über das Gatter weiß und was die Ersatzteilbeschaffung angeht. Mein Papa hat auch mal vor vielen Jahren gesagt, sein Traum wäre es, wenn wir da noch mal was auf die Beine gestellt bekommen. Und als ich mit meinem Opa die letzten 2 Monate, sogar 3, 4 Monate eher, bevor er gestorben ist, habe ich ihn noch mit dem Rollstuhl die Rampe hochgeschoben. Er hat eine Edelstahlplatte unter seinem Sitzplatz gehabt, durfte oben eine Zigarre rauchen in der Säge, mit der Krückstecke in der Hand und hat mir das Gattersägen immer noch die letzten Handgriffe. Also er wusste, wenn er von dir ein Bier bestellt hat und du bist dann zu ihm ins Zimmer gekommen, bringst ihm ein Bier und er wollte einen Kaffee. Also er wusste nicht, was vor 3 Minuten war.
im späten Alter, aber er wusste alles über die Säge. Ich habe jeden Tag aufs Neue zu meinem Opa gesagt, Opa, wir gehen sägen. Und ich habe immer nur mich daran erinnert, was für eine Freude er neben dem Sägegatter eigentlich hatte. Und immer wenn er oben war, war er wieder zurückversetzt in die alte Zeit und saß wirklich mit seinen Krückstöcken so schwingend neben mir oder gegenüber von mir. Anfangs dachte ich, er will mir was sagen, was ich falsch mache, aber er hat mich angelacht und hat gesagt, Patrick, das ist Musik in meinen Ohren.